Welcome to part 4 on this permission, and it's Sunday afternoon, and let's see what we can find today on this permission. Yesterday evening I found a few fossils and ammonites, because this was ocean or sea, Jurassic. They call it Jura Meer, which is Jurassic Sea actually, and that's about 150 million years ago. And so we do not find any land animals here normally fossilized, apart if a bird dropped into water and got into the silt and became a fossil. But otherwise we find a lot of seashells and stuff like that here in this area. So there you go. Yeah, so I'll see you on the first find. Let's see what follow me and see what we can find today. Most likely the first find will be trash again, but you never know. We don't know, thank God for that. Ja, und dann herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Bayern heute am Sonntagnachmittag. Wieder auf der gleichen Position wie die letzten paar Tage. Wie gesagt, ich versuche ja diese Genehmigung jetzt fertig zu bekommen. Warum Fossilien hier, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Früher war hier das Jurameer, 150 Millionen Jahren ungefähr, vor 150 Millionen Jahren ungefähr war hier das Jurameer. Und deswegen finden wir sehr viele Ammoniten und verschiedene andere Fossilien, was mit dem Meer zu tun hat und nicht Landtiere, außer es ist mal ein Flugsaurier abgestürzt oder was, und ja, dann kann man sowas schon finden. Aber sonst normalerweise, also in meinem Gebiet jetzt hier in der Oberpfalz, ist es Jurameer gewesen, und mehr in Norddeutschland war mehr die Landmasse. Also Süddeutschland war ja sowieso vor 150 Millionen Jahren mehr Meer wie Land. Okay, genug von der Geschichte, jetzt gehen wir wieder sondeln. Auf zum ersten Fund, wird wahrscheinlich Müll sein, aber Gott sei Dank wissen wir das ja nicht. Und dann schauen wir einfach mal. Okay, see you on the first find, bis zum ersten Fund. And the first find is a piece of iron, and it was laying actually on top, so a surface find. Ja, dann war es das erste Stück, ist ein Stück Eisen und lag auch gleich oben drauf. Da haben wir noch nicht mal viel graben müssen. Müll natürlich, Eisen. Okay, auf zum nächsten. What do we have here? Was haben wir hier? Coin or button? Looks more like a coin, yeah. A 50. Okay, 50. Must be a 50 penny piece or something like that. Aber that was, I think, a 50 Pfennig piece. Also ich glaube, dass das 50 Pfennig Stück war. Okay, auf zum nächsten. Well, looks like a piece of a strap band. Ja, es sieht so aus wie ein Metallstück von Gürtel, also Endstück vom Gürtel sozusagen, Lederstück. Okay, auf zum nächsten. And a button again, but this time the back is missing. Ja, dann haben wir wieder einen Knopf, aber das Endstück fehlt leider, also die Öse zum Annehmen. Okay, auf zum nächsten. Oh, nice, sehr schön. Oh, got my iron ring again. Ja, mein Eisring hätte ich dann mal wieder. Okay, auf zum nächsten. And 5 Renton Pfennig from 1924. Ja, und ein 5 Renton Pfennig Stück von 1924. Okay, auf zum nächsten.
and a piece of a watch winder. Ja, ein Teil von einem Uhrenschlüssel zum Aufziehen. Okay, auf zum nächsten. And there's the second part of it. Und hier ist der zweite Teil davon. Right next to it. Ja, und der war gleich daneben. Okay. So it must have been just broken recently. Also ich gehe davon aus, dass es erst jetzt kürzlich hier gefliegt hat, den kaputt gemacht hat, weil es direkt nebeneinander war. Okay, auf zum nächsten. Next religious medallion. Sieht aus wie die nächste religiöse. Ja, eine old one too. Ein sehr altes auch noch dazu. This is actually more pilgrim medal than from a rosary. Und das hier ist mehr eine Pilgermedaille. And it's definitely an old one. Also auf alle Fälle eine alte. But it could be from a rosary also. Aber könnte auch von einer Rosenkranz sein. Very nice. Yep. It's actually I think more from a rosary. Also sieht mehr aus wie doch von einer Rosenkranz. Jetzt. Aber sehr, sehr alt. Cool. Very nice. Auf zum nächsten. Ein Teil von einer Buchschließe. And this is actually a part of a book locket. Very nice. Sehr schön. Kupfer. Okay, auf zum nächsten. And a nice little heavy piece of pewter. And this actually was from a lid from a beer mug. And the way it works. This would be, then you could, so that would be at the lid, and the latch would have been right there, and then with that piece you would open the lid so you could drink. Ja, dann haben wir hier einen Teil von einem Bierkrug, und zwar vom Deckel, und das Teil hier selber ist eigentlich da, wo man den Deckel mit hätte aufgemacht. Runter, also das drückt man da drunter und dann geht der Bierdeckel auf. Ne? Hier wäre dann das Scharnier gewesen sozusagen. Cool, schön. Auf zum nächsten. So, that was it for today. Ja, dann war es das mal wieder für heute. So, we've got iron trash, dann haben wir den Eisenmüll. The modern trash, der moderne Müll. And then the finds, of course. Ja, und dann haben wir noch die Funde natürlich. So, that was it for today. Quite hard going. The ground is getting very dry, so that was very hard going today. We'll see how it goes tomorrow. Hopefully we might get some rain tonight, so it'll soften up a bit. But if not, we'll see. Ja, also war ja heute schon ein bisschen wieder schwieriger zu sondeln hier draußen, weil die Erde jetzt langsam schon wieder austrocknet. Und dementsprechend wird die Erde auch hart. Und dann wird es natürlich schwerer. Ziemlich ruhig eigentlich heute. Aber okay, wir kommen in der Mitte von der Genehmigung rein, vom Feld. Und da ist meistens nicht so viel da, wie sonst mehr an den Seiten daran geht. Aber es ist immer was zu finden, wie man sieht. Okay, what I just said also in German was we are getting more into the middle of the field. And normally in the middle there's not quite as much finds as when you get more to the outskirt of the permission. But there's always still something to find, of course. And you can see right now. So let's see what we find the next time. Dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal hier finden. And until then, you take good care of yourself, and remember, always keep smiling and enjoy life. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Denkt dran, immer schön lächeln, genießt euer Leben und bis dann. Ciao, ciao, bye.